Haben Sie schon mal von Rattenmenschen gehört? Widerwärtige und hinterhältige Kreaturen, die in der Nacht aus den Kanälen unseres ach so schönen Imperiums steigen, um Kinder zu klauen und Alte zu schrecken? Diese Kindermärchen haben wir sicher alle schon mal gehört und als Unfug abgetan. Aber was, wenn in diesen Geschichten ein Fünkchen Wahrheit steckt? Lange Recherchen und investigative Arbeit gingen dieser Dokumentation voraus, die lange keine wirklich neuen Erkenntnisse brachten. Im Begriff, das Projekt als Fehlschlag abzutun und uns aus Frust in einer bekannten Taverne den Met literweise in den Kopf zu schütten, trafen wir auf einen dieser Rattenmenschen, der hier seelenruhig sein Sortiment aus ekelhaftesten Dingen dem geneigten Besucher zum Verkauf anbot. Im Tausch gegen einen halbgegessenen Krapfen war diese Kreatur, die sich selbst als Rikit oder so bezeichnet, mehr als bereit, uns in die Geheimnisse ihres Volks einzuweihen. Hier sind sie nun also. Geschichten der Skaven. Teil 1. Die Abenteuer von Clan Eshin. Der Mond steht hoch über der Stadt Aldradach. Plötzlich bewegt sich etwas in der Dunkelheit. Das Geschöpf, was dort in den Schatten herumschleicht und denkt, wir würden es nicht sehen, nennt sich selbst Itzka. Nein, Entschuldigung, Lord Itzka. Darauf besteht es vehement, auch wenn keiner wirklich weiß, warum eigentlich. Der andere Skaven neben ihm, der augenscheinlich nicht genau weiß, warum er hier ist, oder wie er überhaupt hergekommen ist, heißt Wiskit. Der geneigte Beobachter kann sich denken, dass diese Kreaturen nichts Gutes im Sinn haben. Was haben sie vor? Wollen sie die armen und treuen Bürger dieser Stadt in ihrer Nachtruhe stören? Ihnen ihr Hab und Gut streitig machen? Oder gar das Leben nehmen? Welch teuflischer Plan wird hier geschmiedet? Und warum beobachten Sie schon so lange die Seniorenauffangstation? Haben Sie etwa vor, den altehrwürdigen Gestalten, die dort eher hausen als leben, das wenige Taschengeld aus dem Sparstrumpf zu klauen, das nicht bei Ei der letzten Partie Bingo verwettet wurde? Im Schutz der Dunkelheit schleichen beide Gestalten näher an den Mumienbunker, um einen genaueren Blick auf ihr Objekt der Begierde zu werfen, ein unscheinbares Schränkchen mit gläserner Front. Einige kleine, mit Papier umhüllte Päckchen sind von außen zu sehen. Mit einem selbstgebauten Dietrich macht sich Wiskit am Schloss des Schränkchens zu schaffen. Wider Erwarten stochert er mit geschickten Bewegungen im Schloss herum und horcht angestrengt, ob sich bereits etwas gelockert hat. Trotz seiner Bemühungen und der Überschätzung der eigenen Fähigkeiten gelingt es ihm nicht, den Schließmechanismus das wohltuende Klicken zu entlocken, das bei der Öffnung des Zylinders entsteht. Der Angstschweiß sammelt sich langsam in seinem Nacken, als er immer hektischer mit dem Dietrich herumstochert, nur um nach unnötig langer Zeit zu bemerken, dass es bereits die ganze Zeit offen war, während Lord Itzka das Gehampel seines Untergebenen von so weit weg wie möglich betrachtet, so wie es sich für einen Anführer geziemt, und dabei die Augen rollt. Mit gierigen Klauen greifen sie den Inhalt aus dem soeben geöffneten Schränkchen und öffnen die Papierverpackungen. Ein unsicherer und fragender Blick huscht über ihre Gesichter, als sie erkennen, dass es sich dabei um Aggressan, einer wutsteigernden Substanz, handelt. Natürlich wusste Lord Itzka schon die ganze Zeit, dass die Schrumpelleichen heimlich mit Drogen handelten. Es ging ihm nie darum, einfach nur die Dinge haben zu wollen, die diese Menschen besitzen, und er es nicht ertragen konnte, dass sie haben. Nein, sein gutes Improvisationstalent hat schon oft über die himmelschreiende Inkompetenz weggetäuscht, derer er trotz es frecherweise irgendwie geschafft hat, in den Rängen seines Clans aufzusteigen. Jeder einfältige Dieb würde die Substanzen, die er soeben in seinen Besitz gebracht hat, vergolden oder sich selbst damit eine gute Zeit verschaffen. Aber nein, nicht der schlaue Lord Itzka. Er steht weit über dem schnöden Zaster und verfolgt seine Ziele mit stoischem Ehrgeiz. Und außerdem macht es viel mehr Spaß, Ärger zu verursachen und es anderen in die Schuhe zu schieben. Einige Zeit später, im Bau der Skaven. Überall liegt wertloser Schröbel herum. Ein widerlicher Gestank malträtiert die Geruchssinne und ein nervtötendes Gezeter ist zu vernehmen. Hier befindet sich das Labor, das die Techniker vom Clan Skryre für ihre hanebüchenen Experimente nutzen. Unerwartet findet sich hier ein Mensch, der mit ekelhaften Mixturen herumpanscht. Sein Aussehen kann man mit dem eines Puddings vergleichen, der versehentlich für mehrere Wochen in der prallen Sonne steht und eine veritable Schimmelschicht gebildet hat. Sifrik,
Ich glaube, er ist sowas wie ein Arzt, führt zusammen mit seiner Gehilfin Ronja und den Skaventechnikern seltsame Experimente durch. Wiskit und Lord Itzka hatten gerade, wie so oft eigentlich, mit ihrer Zeit nichts Besseres zu tun und gaben Ronja etwas von dem Aggressan sowie ein Messer, in der Hoffnung, dass sie einen der Anwesenden im Labor absticht. Plötzlich wurde es laut im Labor, nachdem die Assistentin mit dem Messer zur allgemeinen Belustigung aller Beteiligten auf den anwesenden Arzt einstich. Pratzer zeterte und fuchtelte mit seiner Pistole umher, nachdem Ronja in ihrer Rage einige Fiolen umwarf, deren Inhalt sich auf Pratzers Lieblingstischdeckchen verteilte, und warf alle Anwesenden aus dem Labor. Es war wirklich ein schönes Tischdeckchen. Das Messer in die Rippen konnte er noch abtun, aber das war ein Sakrileg, das er nicht vergeben würde. Nach einer weiteren Messerstecherei im Tempel, bei der arme Lord Itzka am Hals verletzt und aufgrund der kompletten Unfähigkeit aller anderen Skaven außer ihm von einem Menschen verarztet werden musste, mobbten unsere beiden Helden noch ein wenig Rickit und Mini-Rickit. Die haben es schließlich verdient. Wahrscheinlich kann man aus alledem irgendetwas lernen für sich und sein Leben. Ich weiß leider nur nicht genau was. Deswegen schließen wir an dieser Stelle die Akten des Clan Eshin. Ich fühle mich beobachtet.